Frau Strätling, Sie machen seit Ihrer Jugend immer wieder spirituelle Erfahrungen. Wann begann das und können Sie Beispiele davon erzählen? Also das begann, als ich ungefähr 11 oder 12 Jahre alt war. Das war mein erster Eindruck, da habe ich gewusst, dass meine Oma bald stirbt. Das war so ein Jahr, zwei davor. Ich habe es einfach gewusst, ich habe ein inneres Bild gesehen, dass sie bald nicht mehr da sein würde. Und das hat sich dann auch so bestätigt. Das ist die erste Erfahrung, die mir so deutlich in Erinnerung geblieben ist. Und ich habe auch seit meiner Jugend immer wieder, bevor diese größeren Lebensereignisse gekommen sind, die wichtig für mich waren, wurde mir das vorher gesagt oder ich habe es vorher gesehen. Das war einmal ein Beispiel. Ich war immer alleine, ich hatte keinen Partner. Und als ich mich deswegen traurig gefühlt habe, da habe ich aus dem Jenseits ganz deutlich die Worte gehört, er kommt an einem Sonntag im Mai. Und ich bin dann noch ein paar Jahre alleine geblieben. Und dann habe ich sonntags am Muttertag meinen Mann kennengelernt, mit dem ich bis heute verheiratet bin. Und das war ein sehr schönes, also das schönste Erlebnis, das ich mit der geistigen Welt hatte, weil das ja auch ein schönes Ereignis gewesen ist. Viele andere Ereignisse sind ja mehr traurig gewesen. Und das hat mir so einen Trost und Kraft gegeben, dass die für mich da sind und auf mich aufpassen und mir auch sagen, bevor irgendwas passiert. Sie haben gesagt, dass Sie ein inneres Bild gesehen haben oder manchmal innere Bilder sehen. Wie muss man sich das vorstellen? Das muss man sich so vorstellen, dass ich vor meinem inneren Auge sehe, was kommt. Zum Beispiel in dem Fall von meinem Mann, dass ein Mann auf mich zukommt. Und es ist so eine Art inneres Wissen. Ja. Man weiß eine Sache plötzlich. Genauso wie, da war ich so 15 oder 16 Jahre alt und da gab es damals diese Prepaid-Handys zum Aufladen. Da hatte man eine Karte und man konnte diese Zahlen freirubbeln. Das war so die Zeit, als es die ersten Handys gab und jeder eins hatte. Und ich habe mir vom letzten Taschengeld so eine Karte gekauft zum Aufladen und die freigerubbelt und natürlich alle Zahlen waren dann weg. Ich habe die alle mit weggerubbelt und da war ich enttäuscht und traurig. Und dann habe ich plötzlich wie eine Anwesenheit bei mir gespürt. Wie so ein Schutzengel, der da bei mir ist. Und dann habe ich aus dem Impuls heraus Zahlen eingegeben. Und das waren so, ich weiß nicht mehr, so 4, 5 Stück. Und die waren alle richtig. Und dann war mein Handy aufgeladen. Und das war für mich in diesem Alter ein Zeichen, hör mal, wir sind hier bei dir, du bist nicht alleine. Ne? Ja. Das war wie so ein kleines Bonbon aus der geistigen Welt, denke ich mal. Dass die mir ein Zeichen geben wollen, du hast hier die Wahrnehmung und du kannst auf uns vertrauen, wenn wir dir was sagen. Im Zusammenhang mit Todesfällen in Ihrer Familie hatten Sie in den letzten beiden Jahren besonders eindrückliche Erlebnisse, wo Sie die Gegenwart der jenseitigen Welt auch spürten. Das kam so, also ich wohne im Haus meiner Eltern, wir haben oben eine Wohnung und meine Eltern wohnen unten. Und mein Vater kam zu mir hoch und da habe ich gesehen, dass er den Tod in seiner Aura hat. Das war ein inneres Wissen, ein Gefühl. Und kurz darauf habe ich nochmal in seiner Aura gesehen, wie ein schwarzer Punkt in Höhe von, also hinter ihm, in Höhe von seiner Leber. Ein schwarzer Punkt. Und er sollte eigentlich zu dieser Zeit im Frühjahr zur Vorsorgeuntersuchung gehen, weil er vor 10 Jahren einmal Hautkrebs hatte. Und er wurde entfernt und dann war es auch in Ordnung, dann war es wieder gut. Der ging aber nicht dahin, weil der Termin wegen Corona verschoben worden ist. Und dann habe ich plötzlich gesehen, er war beim Fernsehschauen und ich habe gesehen, wie in deren Wohnzimmer bei meinen Eltern ganz viele Engelwesen stehen. Und so wie
von oben herabkommen. Das war so ein inneres Bild, ein ganz helles Licht und wie als ob Energiewesen da reinkommen. Und in dem Moment wusste ich noch nicht, wie ich das deuten soll. Dann hat er kurz danach seinen Termin wahrgenommen beim Arzt. Da wurden eben schlechte Blutwerte festgestellt, woraufhin er weiter untersucht werden sollte. Und das dauert ja manchmal, bis die Ergebnisse kommen. Da gab es noch eine Situation, da hat er die Rollos am Fenster meiner Mutter repariert und zu ihr gesagt, das repariere ich dir jetzt noch, bevor ich sterbe. Und wir wussten in dem Moment ja noch nichts, dass er schwer krank ist schon, weil er hatte bis zum Schluss gar keine Beschwerden. Und ja, dann kam die Diagnose und der Arzt sagte zu ihm, dass er bestimmt noch ein Jahr zu leben hat. Also er sagte wortwörtlich, Sie können nächstes Jahr noch Ostereier suchen und ja, aber dass nichts mehr zu machen ist. Dann war eine Zeit lang Stille, da folgten Untersuchungen. Und während ich beim Herd gestanden habe, war am Kochen, habe ich plötzlich ganz stark die Präsenz meiner Oma wahrgenommen, die vor 20 Jahren verstorben ist. Das ist seine Mutter. Und die stand hinter mir und legte mir die Hand auf die Schulter. Und das habe ich so intensiv gespürt, fast als würde sie mich wirklich berühren. Und sie hat mir da den Eindruck vermittelt, so wie, Kind, da passiert was Schlimmes, aber ich bin da. Wie eine Vorwarnung. Das ging mir sehr nah, weil das kann man nicht abstreiten. Das ist dann ein Wissen, das man hat, das man nicht mehr leugnen kann. Ne? Und dann haben die Ärzte gesagt, dass sie gerne Chemotherapie ausprobieren würden bei meinem Vater. In Form von Tabletten, die sollte er dann zu Hause einnehmen. Und hat er dann damit angefangen. Ich bin nachts aufgewacht und habe plötzlich eine ganz, ganz intensive Angst gespürt. Die ging mir bis in die Knochen. Und das war so ein Gefühl also so eine Mischung aus mehreren Gefühlen. Da passiert was Schlimmes. Und das Gefühl, als ob meine Seele meinen Körper verlassen will. Ich kann es nur so ausdrücken. Es war absolut heftig. Es ging bis auf die Knochen. Ich habe auch gezittert und bin aufgestanden und habe ein bisschen in mich reingehört und dann gemerkt, das Gefühl kommt nicht von mir selbst. Das ist was, das ich wahrnehmen kann, was von außen kommt, aber ich reagiere darauf. Ja, nach ein paar Tagen dieser Einnahme von den Tabletten ist er nachts aufgewacht. Also mein Vater ist nachts erwacht und hat niemanden mehr gekannt. Er hat seinen Verstand sozusagen verloren, war auch ganz verwirrt und wir waren ganz aufgeregt und haben einen Krankenwagen alarmiert. Und es wusste noch niemand, was los ist. In dem Moment, man wusste nicht, kommt das von den Tabletten oder was ist da los. Aber wir haben ihn mitgenommen ins Krankenhaus. Und zu der Uhrzeit, als die abgefahren sind, ist meine Uhr im Wohnzimmer stehen geblieben. Und als ich das gesehen habe, habe ich direkt gewusst, er kommt nicht mehr nach Hause. Das war so ein intensives Zeichen für mich, dass es jetzt soweit ist und dass da wohl nichts mehr zu machen ist. Ja, er lag 3 Tage im Krankenhaus und in dieser Zeit habe ich auch ganz stark wahrgenommen, dass er gehen wird. Ich habe gesehen, dass seine Mutter auf ihn wartet. Ich habe so ein inneres Bild gesehen, wie er in diesem Bett liegt und sie hinter ihm steht. Und mir den Eindruck vermittelt hat, sie wartet, bis sie sozusagen ihn abholen kann. Und in der Zwischenzeit ist mir auch dann gesagt worden, ich habe das innerlich gehört, samstags. Also, dass er samstags sterben würde.
Ja, das war dann auch so. Er ist samstags nachts gestorben, am 1. August. Und das war mitten in der Nacht. Wir bekamen den Anruf und ich bin natürlich sofort runter zu meiner Mutter geeilt und sah ihn dann vor seinem Schlafzimmer stehen. Also im Raum, wie als ob er da steht, nur ohne Körper sozusagen. Und ich habe wahrgenommen, dass er uns ganz verwirrt beobachtet, so, was machen die denn da? Wir waren da ganz aufgeregt, mitten in der Nacht, als ob er sich denkt, was machen die denn da? Ne? Ich habe das bemerkt und habe dann in Gedanken zu ihm gesagt, also ganz geistesgegenwärtig, obwohl ich so aufgeregt war, habe ich in Gedanken zu ihm gesagt, Papa, du bist gestorben. Und dann habe ich bemerkt, wie ihm das sofort klar geworden ist, was da passiert ist, wie so ein Aha-Erlebnis. Und habe dann gesagt, denk an deine Mutter, weil ich sonst nicht wusste, was ich zu ihm sagen soll. Ich glaube, das hat er getan. Ich habe dann auch in dem Moment nichts mehr von ihm wahrgenommen. Ja, das ging dann noch weiter. Meine Mutter ist gemeinsam dann mit meinem Bruder ins Krankenhaus gefahren, um sich von ihm zu verabschieden. Und ich bin zu Hause geblieben, weil ich nervlich so aufgebracht war, dass ich das nicht geschafft habe in dieser Nacht. Und dann ist was sehr Seltsames passiert, was ich mir jetzt auch noch selbst nicht richtig erklären kann. Meine Mutter hat ein Handy, das man zuklappen kann. Das ist ein Handy für Menschen, die sich mit Technik nicht so auskennen, mit einer Tastatur, noch so ein älteres Handy. Und also ich saß nachts auf meiner Couch und plötzlich kam ein Anruf von meiner Mutter rein, bei mir am Handy. Und ich habe dann abgehoben und habe gedämpfte Stimmen gehört, dass sie sich unterhält mit meinem Bruder. Und habe dann immer Mama gerufen, weil ich mir dachte, sie hat das Handy dann in der Handtasche. Und sie hat es rausgenommen und abgehoben und mit mir gesprochen. Sie hat mich aber nicht angerufen. Allerdings habe ich in dem Moment so dieses innere Gefühl gehabt, auch wenn ich mir das jetzt nicht erklären kann, wie das zustande gekommen ist, dieser Anruf, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, ich kann jetzt noch mal mit dabei sein, um mich zu verabschieden. Und ich muss auch sagen, dass ich in dem Moment so eine Ruhe wahrgenommen habe. So eine tiefe innere Ruhe. Ja. Und an dem Morgen dann, als er verstorben ist, haben wir die Unterlagen für den Bestatter zusammengesucht und wir haben die nicht gefunden. Da braucht man ja Familienbuch und so weiter. Wie Ausweis, diese Unterlagen. Und wir waren ganz aufgeregt, weil meine Mutter wollte in einer halben Stunde zum Bestatter fahren. Und dann habe ich meinen Vater gespürt und er sagt ganz deutlich zu mir, also in Gedanken, safe. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, geh schau mal nach dort, ob die Sachen da liegen. Und da lag dann alles. Und ja, dann gab es noch ein ganz schönes Zeichen. Das war 1, 2 Tage später. Da habe ich ihn auch wieder ganz stark bei uns wahrgenommen, wie er dann gesagt hat, Feder. Dass ich das meiner Mutter sagen soll, Feder. Und in dem Moment wusste ich noch nicht, was damit gemeint ist, aber als er ein paar Tage später beerdigt wurde, hing eine Feder an der Balkontür am Fliegengitter und wir wussten sofort, dass das ein Zeichen von ihm für uns ist. Und das war für meine Mama auch sehr tröstlich, dass er über mich sozusagen ihr das nochmal ein Zeichen geben konnte, weil sie ihn nicht wahrnehmen kann. Ja, also das war in diesen ganzen schrecklichen Momenten so ein großer Trost und Halt für mich und meine Mutter, dass wir das besser,
dass es besser vorbeigegangen ist, Ja. sozusagen, diese ganze Phase. Ne? Und dann gab es noch einen Moment, dass ich ihn gehört habe, wie er gesagt hat, ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach wäre, zu sterben. Er war zwar krank, aber vielleicht hat er damit diesen Übergang gemeint. Mhm. Oder vielleicht hat er es sich selbst ja auch noch viel schlimmer vorgestellt. Mhm. Ja. Eine Botschaft hat er noch hinterlassen für meine Mutter, und das war, wenn eine alte Sonne untergeht, geht eine neue auf. Mhm. Und ja, das habe ich ganz deutlich gehört, als eine Art innere Stimme, die ich dann an sie weitergeben konnte. Und das hat ihr halt viel Trost gespendet. Es gab noch eine Situation, als ich abends auf der Couch saß, habe ich neben mir, neben der Stehlampe, eine Gestalt wahrgenommen. Und diese Gestalt sah so aus wie ein Kapitän, also mit so einer Mütze und der Uniform. Und ich habe zuerst weiter Fernsehen geschaut und irgendwie versucht, den zu ignorieren. Und dann ging der aber nicht weg. Also diese Gestalt blieb da weiter und die wirkte auch sehr freundlich auf mich. Und dann habe ich auf einmal hingehört und dann kam in Gedanken so, dass er sagte, ich möchte eure Abendgesellschaft nicht stören. Und dann habe ich meinen Mann gefragt, kennst du einen Kapitän? Ein Mann, der verstorben ist, der Kapitän gewesen ist? Sagt er, nein. Also in seiner ganzen Familie gab es keinen Kapitän. Und plötzlich sagt dieser Kapitän zu mir, ich bin wegen deiner Mutter hier. Und dann habe ich meine Mutter angerufen und sie gefragt, ob sie einen Kapitän kennen würde. Und sie sagte zuerst, nein, ihr fällt niemand ein. Und als sie dann ein bisschen nachgedacht hat, ist ihr dann eingefallen, dass sie als kleines Kind immer in Kur gewesen ist an der See, wegen ihrer Lunge. Und sie war da bei einer Frau, deren Sohn war Kapitän. Und der muss vor einigen Jahren verstorben sein. Und dann hat dieser Kapitän noch zu mir gesagt, er wollte nur nach ihr schauen, weil es ihr so schlecht geht durch die Todesfälle. Und das war wieder für meine Mutter auch und für mich auch wieder so ein kleines Zeichen, dass die jenseitige Welt bei uns ist. Mhm. Und auch Leute nach uns schauen, die mit denen man vielleicht im Leben nicht so viel Kontakt hatte. Mhm. Später hatten Sie auch noch eine besondere Erfahrung mit Ihrer verstorbenen Oma? Das kam eigentlich gleich nach dem Tod von meinem Vater, dass ich gesehen habe, dass meine Oma und mein Onkel als nächstes sterben werden. Ich muss sagen, die beiden lebten gemeinsam in einem Haus. Meine Oma war schon weit über 90 und mein Onkel aber erst 68. Und ich habe gesehen als inneres Bild, wie dieses Haus leer steht und beide von uns gehen. Und das hat sich so über ein Jahr gezogen. Und in der Zwischenzeit habe ich immer wieder Verwandte, schon verstorbene Verwandte hier bei uns im Raum stehen gesehen, die mir den Eindruck vermittelt haben, da passiert jetzt bald wieder was. Und einmal ist mir dann meine Uroma erschienen. Das ist die Oma meiner Mutter, die gesagt hat, also die hat mir ganz deutlich den Namen meiner Oma gesagt. Und das, also wörtlich, bei deinem Onkel ist der Krebs zurück. Und mein Onkel war eigentlich 20 Jahre krebsfrei, fast. Kurz drauf, wenige Wochen, hat er auch seine Diagnose bekommen. Und 2, 3 Monate später hatten meine Mutter, meine Oma und ich am gleichen Abend ein intensives Angstgefühl, dass was passiert. Und so war es dann auch, dass 3 Wochen, glaube ich, waren es später, meine Oma dann ins Krankenhaus kam und nach ein paar Tagen verstorben ist. Die Krankheit von meinem Onkel hat sich länger hingezogen, aber ich konnte meine Oma nach ihrem Tod nochmal wahrnehmen.
Und zwar habe ich sie gesehen, wie, als ob sie in einem ganz, ganz hellen Licht ist und sie zurückkommt sozusagen zu ihrer Familie. Das Gefühl, das da rübergekommen ist, war so unglaublich schön. Da war so unglaublich viel Freude, dass die sich wiedersehen. Man muss sich vorstellen, oder wenn man Menschen nach vielen, vielen Jahren wieder sieht, den man ganz doll geliebt hat. So war dieses Gefühl, und ich habe sie so glücklich wahrgenommen und viel, viel jünger. Vielleicht Mitte 40, also nur von der Energie. Nicht alt, sondern jung. Und sie sagte zu mir, es war das Einzigste, so ziemlich, was sie gesagt hat, mir tut nichts mehr weh. Ich hatte im Leben intensiven Kontakt mit meiner Oma und habe irgendwie gedacht, sie würde sich dann öfter melden, nachdem sie verstorben ist. Aber das war eigentlich das Einzigste, was sie gesagt hat. Es war aber ein Abschied und ich habe gesehen, dass sie gut angekommen ist und dass es ihr gut geht. Weil das Gefühl, das da übermittelt worden ist so intensiv, dass ich es auch jetzt wieder fühlen kann, wenn ich davon erzähle. Also das Gefühl war wunderschön. Sie hatten noch eine weitere Erfahrung mit Ihrem verstorbenen Onkel. Als meine Oma starb, war mein Onkel ja schon erkrankt. Ich habe als inneres Bild gesehen, das zieht sich noch eine Weile hin. Ich muss sagen, das war auch sehr schlimm. Hat sehr gelitten in diesen Monaten, in denen er noch gelebt hat. Und ich habe sozusagen dieses Leid auch wie energetisch gespürt, die ganze Zeit über. Auch immer wieder dieses Gefühl, bald passiert wieder was Schlimmes. Das hat mich emotional auch sehr aufgewühlt. Nicht nur, weil es meine Familie ist, sondern auch, weil ich es energetisch gespürt habe. Durch die Verbundenheit, die wir haben. Das war so, dass zuerst ist im Frühjahr meine Uhr wieder stehen geblieben im Wohnzimmer für ungefähr eine Stunde und ist dann weitergelaufen bis heute. Wenige Wochen später ist die Uhr stehen geblieben bei meiner Mutter in der Küche und ist dann ebenfalls weitergelaufen bis heute. Und das sah ich als Zeichen, dass wieder was Schlimmes passieren wird bald, aber es noch eine Weile dauert, weil die Uhr weitergelaufen ist. Ist sehr schlimm gewesen, dieses Ereignis für uns, aber trotzdem durch diese Zeichen hat man irgendwie das Gefühl, dass das Jenseits sagen will, hier läuft alles nach Plan. Dass es irgendwie so gewollt ist. Ne? Und er ist im letzten Juli verstorben. Am gleichen Morgen habe ich ihn gesehen, wie er bei mir steht im Raum und sagt, weint doch nicht. Es ist wie wenn jemand neben dir steht, den du kennst und der halt nur keinen Körper hat. Aber du weißt, dass er das ist, weil du seine Energie, seine Essenz ja kennst, diesen Menschen. Ne? Und ja, dann hat er noch gesagt, er ist so froh, dass jetzt alles weg ist. Und damit hat er wohl die Schmerzen gemeint. Diese ganze schlimme Belastung, die er da hatte, das war eine wirkliche Qual. Und ich soll meiner Mutter sagen, dass für sie gesorgt ist. Und dann habe ich gesehen, wie er in einem hellen Zimmer steht und er gesagt hat, hier ist alles so hell wie in einem Lichtvorhang. Hat er wörtlich so gesagt. Und deine Oma ist wunderschön. Also, dass die beiden da wieder zusammengefunden haben, war für mich besonders schön, weil die haben ja zusammen gelebt auch. Ne? Ja. Und ihn hat das auch sehr getroffen, dass sie kurz vorher verstorben ist. Er hat gesagt, für meine Mutter sei gesorgt. Da haben wir ein paar Tage später erfahren, dass er ihr was hinterlassen hat. Für meine Mutter
was auch wieder ein Zeichen für mich gewesen ist, die schauen nach uns. Ja. Wenn Sie solche geistigen Dinge wahrnehmen, ist das für Sie nicht belastend? Es ist ein Unterschied, ob ich Energien spüre von Menschen, die krank sind, oder diese Vorahnungen habe, dass was Schlimmes passiert. Das ist auf der einen Seite ja ganz gut, wenn man vorgewarnt wird. Auf der anderen Seite, diese Energien, die spürt man fast, als würde man es selbst erleben. Das ist belastend. Aber wenn ich diese Botschaften bekomme oder Dinge sehe mit inneren Bildern, dann ist das nicht belastend. Damit kann ich gut umgehen und auch damit arbeiten mit anderen Menschen. Wenn ich Menschen spüre, die verstorben sind, oder ich sage einfach mal Engel, Geistwesen, das ist wunderschön. Weil es war schon oft der Fall, dass es mir nicht gut ging, ich Schmerzen hatte oder emotional ich mich nicht wohlgefühlt habe und ich dann die Präsenz wahrgenommen habe von einem, ich sage einfach Engel dazu, weil es ein schönes Wort ist, die wie in mich reingehen und die Beschwerden plötzlich weg waren. Das sind so kleine Alltagswunder, die ich zwischendurch erlebt habe. Und das ist wunderschön. Und ich sage immer, Menschen, die diese Dinge spüren, manchmal ist es Segen und Fluch zugleich. Aber ich glaube, das hat einen ganz bestimmten Sinn. Nämlich, dass man damit arbeiten soll und das auch in die Welt bringen soll. Und um anderen damit zu helfen. Und sich selbst. Was für Auswirkungen hatten all diese spirituellen Erlebnisse auf Ihr Leben und auf Ihr Weltbild? Also ich muss sagen, natürlich, es hat mich spirituell verändert. Es hat mich auch menschlich verändert. 3 Todesfälle in 2 Jahren ist heftig. Muss man nicht drüber sprechen, das ist schlimm. Trotzdem, es hat mich, diese Ambivalenz hat mich verändert. Auf der einen Seite zu erleben, dass der Tod da ist, ganz nah, wie die Menschen vorher leiden. Auf der anderen Seite dieses Sehen von dieser anderen Ebene, wo wir dann hinkommen, wie schön das ist. Das sind so 2 krasse Gegensätze. Und die haben mich so tief im Inneren berührt und auch verändert, dass ich meine ganzen Werte neu sortiert habe. Ich habe für mich erkannt, es geht hier nicht um irgendwelche Ziele erreichen, es geht hier um, zu welchem Mensch wirst du, wenn du diese Dinge erlebst. Und ich habe erkannt, dass es darauf ankommt, dass man zum bestmöglichen Menschen sich entwickelt, der man selbst sein kann. Das hat mich dazu veranlasst, viele Dinge in meinem Leben zu verändern und mich auch, spirituell zu arbeiten, um diese Intuitionen, die ich habe, diese Dinge, die ich sehe, auch für andere Menschen einsetzen zu können, damit sie vielleicht auch ihre Spiritualität in ihr Leben bodenständig integrieren können. Also ich denke, der Sinn im Leben ist die eigene persönliche Entwicklung. Frau Strätling, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern.